Guten Morgen. Ja, nicht sehr lang, ungefähr 4 Stunden Schlaf gehabt bisher. Wie geht's euch? Nachtschicht hellwach. Welcher Job, wenn ich fragen darf? Ich würde sagen, Elon ist wie immer mindestens 10 Minuten zu spät.
Ah, Nico, Feierabend? Ich habe keine Info, wie lange das Ganze gehen soll. Die Märkte sind übrigens geschlossen, das heißt, wir haben auch keine nachbörslichen Preise. Ich glaube, wir könnten irgendwo die Overnight-Trading-Preise mal raussuchen oder irgendwelche Krypto-Coins, die die Tesla-Aktie nachbilden, aber die offiziellen Märkte haben zu.
Ich sag ja, es gab noch nie ein Tesla-Event, das pünktlich startet. Alles im Rahmen. Alles zu. Ich kann mal schauen, ob ich bei meinem Broker die Overnight-Kurse bekomme. Gerade mal schauen. Tesla. Ah ja. 1,39, 1,4. Tatsächlich. Doch, das kann ich einblenden. Das können wir machen.
Aber es ist natürlich sehr, sehr nichtssagend. Die Overnight-Kurse sind noch volatiler als die außerbörslichen Kurse. Aber da haben wir schon mal einen Anhaltspunkt, was die Märkte so denken. So, ich habe versucht, hier im Broker eingeloggt zu bleiben, damit wir den Kurs sehen. Ich glaube, ich fliege trotzdem alle 15 Minuten raus. Mal
schauen, ob mir das dann auffällt rechtzeitig. Aber ihr seht hier den Overnight-Kurs und das ist quasi von Interactive Brokers ein eigenes Trading-Netzwerk, das nicht über die regulären Börsen läuft. Das heißt, das Volumen ist extrem gering und deswegen noch weniger aussagekräftig als der außerbörsliche Handel. Aber es ist ein Indikator. Ah ja, danke für den Tipp. Bei Robinhood sehe ich es auch. Perfekt. Wie es aussieht, gab es einen medizinischen Notfall im Publikum. Deswegen kommt es hier zu einer Verzögerung.
Max, seit wann bist du in Tesla und wie bist du drauf gestoßen? Ich bin drauf gestoßen 2018 und investiert habe ich Dezember 2018 und dann so richtig groß Januar, Februar 2019. Also ziemlich spät. Naja, ich meine, Tesla ist 2010 an die Börse gegangen. Das heißt, ich habe die Firma 9 Jahre ihres Börsengangs nicht so richtig beachtet. Oder 8 Jahre. Das ist schon relativ spät.
moin. Ey, aber 40 Minuten ist schon heftig.
Morgen in der Tagesschau. Robotaxi fährt vor Veranstaltung ins Publikum. Mehrere Verletzte.
Statements made in this presentation are forward-looking statements that are subject to Disclaimer. risks and uncertainties. Keine Anlageberatung, Actual results may keine differ Empfehlung zum materially Kauf from oder those Verkauf von projected. Wertpapieren, More details insbesondere may be found in Tesla-Aktie. the Alle hier written genannten materials. Fakten könnten auch falsch sein. Stellt eure eigenen Recherchen an. Ladies and gentlemen, here, everywhere, online, around the world, outer space, I'm Franz. And on behalf of everybody at Tesla, welcome to We Robot. Just want to thank Warner Brothers for hosting us here. As you know, this is the birthplace of many epic films, many of them depicting a vision of the future. We're here tonight to experience that future that is closer than you think. And who better than Elon, right, to show us that future? So it looks like Elon's on his way, so let's welcome him out here. Oh, was ist das? Sieht mega aus. Welcome. Welcome to the We Robot Party. So we have quite a show for you tonight. I think you're gonna like it. As you can see, I just arrived in the Robotaxi, the cyber cab, and there's 20 more where that came from. So they've been traveling. There's no people in them, as you can see. The car's just going by with no people. And we have 50 fully autonomous cars here tonight. So you'll see Model Ys and the cyber cab, all driverless. You'll be able to take a ride in the cyber cab. There's no steering wheel or pedals. So I hope this goes well. We'll find out. So
So you see a lot of sci-fi movies where the future is dark and dismal, where it's not a future you want to be in. So, like, I love Blade Runner, but I don't know if we want that future. I think we want that duster he's wearing, but not the bleak apocalypse. We want to have a fun, exciting future that if you could look in a crystal ball and see the future, you'd be like, yes, I wish I could be there now. That's what we want. So when we think about transport today, there's a lot of kind of pain that we take for granted that we think is normal. Like having to drive around LA in like 3 hours of traffic. Yeah, and people that live in LA, I mean, try to get from Pasadena to, El Segundo during rush hour is like, you can fly to, another city faster than you can get to crosstown LA. So, and you have to drive the whole way. Unless you're in a Tesla, of course. Now, Tesla already does quite well at this, supervised self-driving. So supervised full self-driving is actually working quite well. I'm sure there's people in the crowd, you're using that, yeah? So we'll move from supervised full self-driving to unsupervised full self-driving, where the car, you could fall asleep and wake up at your destination. So, but there's also a challenge for a lot of people that cars cost too much. I mean, when you factor in everything that goes into a car, and the car insurance, and the car payments, and the storage of the car, it's very expensive. So with, and you say like how many hours a week are cars used? Your average passenger car is only used about 10 hours a week out of 168 hours. So the vast majority of the time, cars are just doing nothing. But if they're autonomous, they could be used, I don't know, 5 times more, maybe 10 times more. So you could actually, for the same car, would have 5 times as much value, maybe 10 times as much value. There's 168 hours in the week, and like I said, only 10 of them are used for driving. So, and then a bunch of those hours are looking for a parking spot, which is, can be pretty annoying at times. So we want, with autonomy, you get your time back. This is a very big deal. So it's not just it'll save lives, like a lot of lives, and prevent injuries. I think we'll see autonomous cars become 10 times safer than a human. I mean, if you think of times past where there used to be an elevator operator in every elevator, but once in a while they get tired and they accidentally shear somebody in half, So now we have automated elevators. You just get in an elevator and you press a button, and you don't even think about it. And it just takes you to the floor. And if you did see an elevator operator with a big relay switch, you'd be like, that's weird. Now that's how cars will be. And it's not just the lives saved in injuries, but if you think about the cumulative time that people spend in a car and the time that they will get back, that they can now spend, well, I guess on their phones or watching a movie or doing work or whatever you want to do. You can think of the car in an autonomous world as being like just a little lounge. You're just sitting in a comfortable little lounge, and you can do whatever you want while you're in this comfortable little lounge. And when you get out, you will be at your destination. So, yeah, it's going to be awesome. So in fact, I think the cost of autonomous transport will be so low that you can think of it like individualized mass transit. The average cost of a bus per mile for a city, not the ticket price because that is subsidized, but the average price is about $1 a mile. Whereas the cost of cybercab, we think probably over time, the operating cost is probably going to be around 20 cents a mile. And price, including taxes and everything else, probably ends up being 30 or 40 cents a mile.
So yes, and you will be able to buy one. Yes, exactly. We expect the cost to be below $30,000. Yeah. And I think there'll be an interesting, business model where, like, let's say somebody is an, Uber or Lyft driver today, where they can actually sort of manage a fleet of cars, and sort of manage, I don't know, 10, 20 cars, and just sort of, take care of them like a shepherd tends their flock. You have your flock of cars, and you're the shepherd, and you take care of your flock of cars. I think that would be pretty cool. I think it's going to be a glorious future. It's going to be really something special. So, yes, good, all excellent questions. We do expect actually to start fully autonomous, unsupervised FSD in Texas and California next year. And that's with the Model 3 and Model Y. And then we expect to be in production with the cyber cab, which is really highly optimized for autonomous transport in probably, well, I tend to be a little optimistic with timeframes, but in 2026. So, yeah, before 2027, let me put it that way. We'll make this vehicle in very high volume, but well before that, you will experience a robotic taxi via the Model 3 and Model Y program, and Model S and X too. But your 3 and Y will achieve unsupervised full self-driving with permission in wherever regulators essentially approve it in the U.S. and then to follow in outside the U.S. So, and Cybertruck too, yes, of course. Sorry, I don't want to forget. Yes. All our cars are basically all cars that we make. So let's not get nuanced here. All right, next slide. So one of the reasons why the computer can be so much better than a person is that we have millions of cars that are training on driving. So it's like living millions of lives simultaneously and seeing very unusual situations that a person in their entire lifetime would not see. But hopefully, yeah, exactly. So with that amount of training data, it's obviously going to be much better than what a human could be, because you can't live a million lives. And it's also, it can see in all directions simultaneously, and it doesn't get tired or text or any of those things. So it will naturally be, like I said, 10, 20, 30 times safer than a human, just for all those reasons. And I want to emphasize that the solution that we have is AI and vision. So there's no expensive equipment needed. So the Model 3 and Model Y and S and X that we make today will be capable of full autonomy unsupervised. And that means that our cost of producing the vehicle is low. Now, we are going to actually overspec the computer for the Cybercab. So our AI5 computer will be somewhat overspec'd. And because I think there's actually also an opportunity, sort of like an Amazon Web Services, where if the car is driving for 50 hours a week, there's still over 100 hours left. And there's a potential there to have a massive amount of distributed inference compute, where if you've got, like, say, a fleet of 100 million vehicles and a kilowatt of efficient inference compute, you have 100 gigawatts of compute, which is really quite substantial. If it's there, you might as well use it. So, yeah, so that I think will make sense.
So, all right. So our autonomous future is here. As I said, we've got 50 Teslas driving autonomously. We're trying to give you a sense of what cities will be like in the future. And when you get in, you'll see like it's really quite a wild experience to just be in a car with no steering wheel, no pedals, no controls, and it feels great. And we have enough vehicles here, so everyone should be able to try it out and experience the set that we've built here. It's a very big set, so it's like really, we've used several, I don't know, 20, 30 acres or something like that. It's really big. So it goes on, the ride's long. And we set it up to feel like a ride, like a park ride. So it'll be cool, and you'll get to experience it tonight. Something we're also doing is, and it's really high time we did this, is inductive charging. So the Robotaxi has no plug. It just goes over the inductive charger and charges. So yeah, it's kind of how it should be. Thanks, guys. I love you too. So one of the things that is really interesting is how will this affect the cities that we live in? And when you drive around a city, or when the car drives you around a city, you'll see there's a lot of parking lots. There's parking lots everywhere. Parking garages. So what would happen if you have an autonomous world is that you can now turn parking lots into parks. And so we're taking the ing lot out of parking lot. You're welcome. So there's a lot of opportunity to create green space in the cities that we live in. So that would be quite fantastic. Oh, and also, what happens if you need a vehicle that is bigger than a Model Y? The Robovan. The Robovan is, we're going to make this, and it's going to look like that. Now, can you imagine going down the streets and you see this coming towards you? That'd be sick. So this can carry up to 20 people, and it can also transport goods. So you can configure it for goods transport within a city, or transport of up to 20 people at a time. So this is gonna, the Robovan is what's gonna solve for high density. So if you want to take a sports team somewhere, or you're looking to really get the cost of travel down to, I don't know, 5-10 cents a mile, then you can use the Robovan. Some people call it the Robovan, but so yeah. One of the things that we want to do, and we've seen this with the Cybertruck, is we want to change the look of the roads. The future should look like the future. So, speaking of robots, so everything we've developed for our cars, the batteries, power electronics, the advanced motors, gearboxes, the software, the AI inference computer, it all actually applies to a humanoid robot. So the same techniques, it's just a robot with arms and legs instead of a robot with wheels. And we've made a lot of progress with Optimus. And as you can see, we started up with someone in a robot suit, sort of down, and then we've progressed dramatically year after year. So if you extrapolate this, you're really going to have something spectacular.
something that anyone could own. So you could have your own personal R2-D2 C3PO. And I think at scale, this would cost something like, I don't know, $20,000, $30,000. Probably less than a car, is my prediction long term. Now, it'll take us a minute to get to the long term, but fundamentally at scale, the Optimus robot, you should be able to buy an Optimus robot for, I think, probably $20,000 to $30,000 long term. So, and what can it do? It'll basically do anything you want. So it can be a teacher, babysit your kids, it can walk your dog, mow your lawn, get the groceries, just be your friend, serve drinks. Whatever you can think of, it will do. And yeah, it's going to be awesome. I think this will be the biggest product ever of any kind. Yeah. Because I think everyone, of the 8 billion people of Earth, I think everyone's going to want their Optimus buddy. And there's going to be maybe 2, and then they'll be producing products and services. I predict, actually, provided we address risks of digital superintelligence, 80% probability of a good outcome. Look on the bright side. The cup is 80% full. The cost of products and services will decline dramatically, and basically anyone will be able to have any products and services they want. It will be an age of abundance, the likes of which people have almost no one has envisioned. It'll be something special. So, now one of the things we wanted to show tonight was that Optimus is not a canned video. It's not walled off. The Optimus robots will walk among you. Please be nice to the Optimus robots. So you'll be able to walk right up to them, and they'll serve drinks at the bar. And you'll directly, I mean, that's just, it's a wild experience just to have humanoid robots, and they're there, you're just in front of you. So, yeah, with that, let's party. I love you guys too. If you look at that gazebo over there, let's get the party started.
Stille. Okay. Das war's. Oder? Das war's. Ich meine, es war mega. Schade, dass wir bei dieser Party nicht dabei sind. Aber, oder? Kommt noch was? Ja, mal gucken.
Aktie minus 4%. Die Roboter sind offensichtlich ferngesteuert. Hans Meyer sagt, sell the news, aber von dem, was ich gesehen habe, dass er echt geliefert hat, das wird drehen morgen. Ja, ich würde eher dem Kommentar zustimmen. Wer hat es gerade gesagt? TH hat gesagt, nüchtern betrachtet, viel Show um nicht viel. Es war eine Mega-Show und ich finde die Optik von diesem Teil mega. Der Van hat mich völlig überrascht. Aber wenn man es wirklich ganz, ganz nüchtern betrachtet und runterbricht, dann ist das im Grunde wahr, was TH gesagt hat. Viel Show um nicht viel. Nichts von dem, was wir hier gesehen haben, wird mittelfristig, das heißt vor 2028, bisschen früh noch, nennenswert zum Unternehmensgewinn beitragen. Oh, jetzt kommt ein Model Y. Er hat gesprochen über das Cybercap und hat gesagt, er hat sich selbst eingestanden, dass er oft zu optimistisch ist und hat gesagt, er würde sagen 2026 und hat dann später nochmal gesagt, nicht nach 2027, wenn ich es richtig erinnere. Und das ist ja auch im Grunde das, was die Bloomberg-Analysten uns sagen, die Lieferkette bereitet sich darauf vor, dieses Cybercap 2027 in großen Stückzahlen zu produzieren. Aber bis dahin kann auch noch viel schief gehen und das Ganze könnte auf 28 oder 29 rutschen. Ich denke, wir sollten nicht vor 27 mit diesen Fahrzeugen rechnen. Und der Van wahrscheinlich noch mal deutlich später.
Ja, guter Punkt. Marcel sagt nicht vergessen, er hat auch gesagt, bevor das Taxi kommt, wird das schon mit 3 und Y möglich sein. Das hört sich ein bisschen nach der Sharing-App an. Ja, guter Punkt. Ich bin der Meinung, er hat gesagt, bevor 27. Ja, das macht keinen richtigen Sinn, ne? Weil er hat gesagt 2026, okay, ich bin ein bisschen zu optimistisch oft. Sagen wir mal nicht bevor 2027, das wäre ja immer noch 2026, also macht so keinen Sinn von der Aussage her. Voraussetzungen sind Genehmigungen, ja. Und interessant war, in Kalifornien und Texas 2025. Unsupervised, fully autonomous. FSD in Texas und Kalifornien im nächsten Jahr. Möglich. In definierten Bereichen. Ich würde nicht davon ausgehen, dass es für den ganzen Bundesstaat gilt, sondern dass es da sehr eng definierte Räume gibt, in denen dann diese Fahrzeuge ohne Supervision rumfahren können. Optimus war bekannt, FSD war bekannt, Robotaxi-Design war erwartbar. Ja, ich finde es trotzdem geil, das Design. Wo war das Neue? Nichts dazu, wann FSD nach Europa etc. kommt. Er hat Europa erwähnt, aber ja, ohne Zeitrahmen. Er hat gesagt 30 bis 40 Cent pro Meile Betriebskosten inklusive Verschleißwartung, Reinigung, Versicherung und alles. Das ist schon mal eine interessante Zielmarke. Interessant fand ich auch die Äußerungen zum Thema Computing. Er hat gesagt, die Rechner, die da verbaut werden, sind overspecced. Also das klingt für mich ehrlich gesagt ein bisschen nach einer Ausrede, dass die aktuelle Hardware, die in den Teslas derzeit verbaut wird, am Ende nicht ausreichen wird für FSD. Dass man sagt, naja, die haben stärkere Rechner, aber das ist overspecced und diese überschüssige Leistung können wir dann für was anderes verwenden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist am Ende eine Ausrede, um zu sagen, fühlt euch mal nicht schlecht mit euren alten Dreiern und Ys. Die Cybercaps sind einfach overspecced. Das macht für mich keinen richtigen Sinn, das Argument. Induktives Laden ohne Kabel und wie es aussieht, auch automatisierte Reinigungsstationen. Also das sah schon sehr konkret aus, was sie da gezeigt haben, mit diesem Roboter-Saugarm, der da gereinigt hat. Sowas wie den Van haben auch viele andere schon gezeigt. Hyundai eben auch nur Design und ohne funktionierendes vollautonomes Fahren wie Tesla. Verstehe wirklich nicht, wie man dieses Event schlecht reden kann. Also ich hoffe, du verstehst meine Kommentare nicht als schlecht reden. Ich fand das mega. Das war eines der besseren Tesla-Events so der letzten Jahre. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, was macht es mit der Aktien? Das ist ja ein Aktienkanal und wie ich in meinem Video heute Morgen ausgeführt habe, brauchen wir, damit die Aktie wirklich nachhaltig steigen kann, steigende Gewinnerwartungen. Und zwar nicht für 2028 bis 30, sondern möglichst bald. Tesla ist sehr, sehr teuer bewertet derzeit. Und das einfach als Einordnung. Ich glaube nicht, dass diese Impulse für diese Erwartungen wir auf diesem Event bekommen haben. Aber ich kann auch falsch liegen. Wir werden das sehen. Es war eine gute Show mit wenig Fleisch am Knochen. Ja. Hello everyone. Midwest is currently prioritizing VIP rides. GA guests, please make your way to our other amazing zones to board your Robotaxi experience.
Thank you. War auch kein Investor Day, hast absolut recht. Deswegen will ich das Event auch nicht schlecht reden, ja? Sondern ich wollte nur sagen, wenn man jetzt glaubt, dass wegen dieses Events die großen Institutionen wieder anfangen, die Tesla-Aktie zu kaufen, dann bin ich mir da nicht so ganz sicher. Und die Roboter, die da rumlaufen, sind offensichtlich ferngesteuert. Also auch das nicht, um es schlecht zu reden. Also allein die Motorik und die Mechanik ist natürlich super. Aber das hat jetzt noch nichts mit autonomen Robotern zu tun, sondern die werden hier aus der Ferne gelenkt. Was kostet so ein Optimus nun? Ich meine, er hätte 20.000 bis 30.000 Dollar gesagt. Ja, korrigiert mich, aber irgendwie in dieser Range soll das am Ende landen. Die Show hat die Vision gestärkt, das Gezeigte wird irgendwann kommen, nur nicht in naher Zukunft. Ich liebe diese Firma. Ich liebe Tesla. Ich liebe es, investiert zu sein, mit allen Höhen und Tiefen. Und dieses Event hat dieses Gefühl mal wieder etwas beflügelt. Das brauchte ich wirklich. Woher soll für die nächsten Jahre die Milliarden an Forschung kommen? Naja, Tesla ist immer noch Cashflow positiv und Tesla hat, lass mich gerade nochmal die aktuellen Cash-Bestände nachschauen. $30,7 Milliarden Cash. Und machen derzeit $4 Milliarden Free Cashflow pro Quartal. Das ist schon ordentlich. Also kann man einiges mitmachen.
geben derzeit für Forschung 4 Milliarden pro Jahr aus. Also sie haben 30 Milliarden auf der Bank, machen 4 Milliarden Free Cash pro Quartal und geben pro Jahr 4 Milliarden aus. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass Tesla jetzt das Geld ausgeht für Forschung und Entwicklung. Die Börse ist nicht geöffnet, fragt Edin. Wie siehst du die 4% Minus? Das ist Overnight Trading. Das heißt, da kannst du direkt über bestimmte Netzwerke von bestimmten Brokern traden. Sehr kleines Volumen, das heißt entsprechend nichts sagend ist das, aber es ist ein Indikator. Ich finde, es zeigt ganz klar, dass es alles ernst gemeint. Also, dass Tesla das ernst meint, das habe ich vorher auch schon gedacht. Aber du hast recht, also das macht es einfach konkreter und greifbarer jetzt alles. Ja, Vulkan Energies auf der Watchlist. Und Grüße nach Dubai. Model 2 wäre nice gewesen, hast du absolut recht. Vor allem wären die Gewinne des Model 2 greifbarer. Ich denke, Tesla würde der Fokus auf die Gegenwart nicht schaden, ohne natürlich die Zukunft zu vernachlässigen. Ja. Solide Einschätzung, würde ich sagen. Jo, Aktie minus 3% im Overnight Trading. Aber ganz ehrlich, das Design ist mega vom Cybercab. Also das Ding würde ich auch so mit Lenkrad und Pedalen gerne fahren. Und bei Tesla wissen wir halt, dass die Prototypen am Ende ziemlich nah an der Realität dran sind. Klar, einige Details sind dann immer anders, aber es ist nicht so wie bei den deutschen Herstellern, wo man sich denkt, boah, was für ein Megateil, Prototyp, und dann kommt das Ding in Serie. Du denkst so, EQS sage ich nur, ne? Wurde gesagt, wie lange der Optimus-Akku hält. Nein, zur Akkulaufzeit habe ich noch gar nichts gehört. Sehr, sehr guter Punkt. Pascal sagt, am Ende wird das Robotaxi von der Regierung verboten, um die Jobs der Taxifahrer zu retten. Mein Gott, ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir in diese Diskussion reinkommen. Hammer-Demo, geil.
Ne, bin ich echt neidisch, wäre ich jetzt gern auch da unterwegs. Robotaxi wird in Singapur, Arabischen Emiraten, USA, Korea eingeführt werden. Ja, wahrscheinlich haben wir auch einen zu starken Fokus auf uns selbst, wenn wir über diese Dinge nachdenken. Speziell Arabische Emirate geht viel, Singapur geht viel. Ne, der Robo an der Bar steht immer noch. Zapft die Bierchen. Mal gucken, wie gut er es zapft. Oh, fast. Da ist es. Schaumkrone. Schaumkronencheck. Ist gar kein Bier, ne? Oder ist so amerikanisches Bier ohne Schaum. Bud Light. Tiefer Einstieg beim Cybercab ist aber nichts für Senioren. Kommt dann der Optimus und hebt dich ins Taxi rein, wenn das nicht passt. Ja, Location, Styling, Licht war heute alles super. Ich erinnere mich an Präsentationen, wo Elon im Halbschatten stand und man seinen Kopf nicht gesehen hat. Haben wir auch alles schon erlebt. Die Robos bewegen sich teilweise sehr komisch. Entweder sind das extrem gute Schauspieler, die steuern, oder die haben unfassbaren Trainingserfolg gemacht. Also ich gehe 99,9% davon aus, dass das ferngesteuerte Roboter sind. Und die Schauspieler oder diejenigen, die das steuern, die machen eben so ein bisschen Show. Oh, das war geil gerade. Habt ihr gesehen, wie gut er es da reingefädelt hat? Die sollen mal eine Kamera in so ein Ding reinsetzen, einfach mal mitfahren. Das wäre mega. Doch, 100%. 100%, 99% ferngesteuert. Weil vorhin habe ich gesehen, dass ein Gast bei dem Roboter irgendwie ein Bier bestellt hat. Und also in dieser Umgebung mit der Musik, mit den Lichtern und so weiter, dass die KI die Bestellung aufnimmt, dass sie das so gut trainieren konnten, das ist komplett unwahrscheinlich, komplett unrealistisch. Alles klar, ich glaube, wir sind durch. Wir werden das verdauen, wir werden das verarbeiten und wir schauen, was die Aktie macht. Aktuell ist sie bei minus 3%. Aber wie gesagt, Overnight Trading kann sich auch morgen alles komplett ändern. Also wir werden das beobachten. Cool, dass ihr dabei wart. 5:49 Uhr. Geht schlafen, geht arbeiten oder kauft die Tesla-Aktie. Keine Anlageberatung. Vielen Dank. Gute
Gute Nacht.